Heute wird entweder ein Tag zum Feiern oder ein ganz übler in unserer Reisegeschichte. Auf jeden Fall wird es ein langer, anstrengender und nervenaufreibender Tag. Aber alles schön der Reihe nach. Die letzten Tage haben wir in San Agustin verbracht, unserer letzten großen Station in Kolumbien. San Agustin ist vor allem bekannt für die archäologischen Städte, die es dort zu finden gibt. Dann allerdings kam eine Meldung, die wir so nicht erwartet hatten. In Ecuador, unserem nächsten Reiseland, sind nämlich ein paar Drogenbosse aus dem Gefängnis geflohen, haben bewaffnet eine Fernsehstation überfallen und auch in den ein oder anderen Städten für ziemlich viel Chaos, Ärger und Bombenalarm gesorgt. Seit gestern hat die Regierung auch beschlossen, dass der Grenzübertritt nicht mehr so einfach möglich sein wird. Wir brauchen nämlich einen Strafregisterauszug mit dem Siegel der Schweizer Botschaft und übersetzt in Spanisch nicht möglich für uns. Daher haben wir jetzt entschlossen und sind heute Morgen früh um 5:30 Uhr im Dunkeln losgefahren. Mit dem Ziel, heute noch die Grenze zu erreichen und unser Glück dort zu versuchen. Das Dumme ist allerdings, wir sind hier nicht auf irgendeiner Strecke unterwegs, sondern auf dem Trampolin de la Muerte. Fingers crossed, dass das irgendwie heute alles klappt und wir die Grenze erreichen. Turn up the dial. You know what you gotta do. Get wild. You ain't gotta play it cool. Get wild. Take a rocket to the moon. Get wild. Get wild. Get wild. Let's go. Show me how you do it. Wir haben es geschafft und sind tatsächlich in Ecuador angekommen. Wir wurden noch etwas nervös an der Grenze, als die angefangen haben rumzutelefonieren. Schlussendlich wurde uns aber der Eintritt gewährt, dank unserer Galapagos-Reise, wo wir Flüge, Tauchsafari und alles weitere inklusive Rechnung vorweisen konnten. Ihr glaubt nicht, was uns da für ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist, weil wenn das nicht geklappt hätte, wäre es doch relativ problematisch geworden. Bei anderen hat es nicht funktioniert, also wir gehören da eher zu der Ausnahme, dass wir 90 Tage Visum für Ecuador jetzt bewilligt bekommen haben. Bei anderen heißt es entweder 10 Tage Transitvisum oder überhaupt keinen Einlass ins Land. Ja, wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir irgendwo Ueli einstellen müssen und per Flieger von Kolumbien nach Ecuador einreisen. Eigentlich wollten wir Kolumbien ja auch nicht so fluchtartig verlassen, ist ein bisschen schade, aber die Einreise war uns jetzt doch ein bisschen wichtiger. Insbesondere war schade, dass wir die Trampolin de la Muerte Route so schnell fahren mussten, weil eigentlich war das wirklich eine wunderschöne Strecke, wo wir uns gerne ein bisschen mehr Zeit gelassen hätten. Selbst zum Fotografieren und Filmen hatten wir keine Zeit, weil wir sind wirklich morgens um 5:30 Uhr losgefahren und abends, kurz vor der Dunkelheit, ein paar Kilometer nach der Grenze dann Feierabend. Schwierig war die Straße allerdings nicht zum Fahren, also es ist eine sehr gute Gravel Road, die eigentlich mit jedem Fahrzeug machbar ist. Definitiv genug Ausweichmöglichkeiten zum Kreuzen. Aber eine schöne Strecke. Alles in allem waren wir jetzt 4 Monate in Kolumbien und hatten wirklich eine sehr coole Zeit. Jetzt freuen wir uns auf ein neues Land und neue Abenteuer. Unsere erste Destination hier ist die Lagune Guitocha, einer der zahlreichen Lagunen, die es in Ecuador zu besichtigen gibt. Auf einem richtig coolen Campingplatz
Campingplatz ist ein bisschen übertrieben, aber einen schönen Parkplatz. Eigentlich sind wir ja auch nicht so wahnsinnig viel auf Campingplätzen unterwegs. Wir dürfen ja überhaupt schon nur von Glück reden, dass wir ins Land reingekommen sind. Von dem her alles gut. Wildcampen ist im Moment einfach schwierig und zwar nicht unbedingt wegen den Drogenproblemen, sondern eher Kleinkriminelle, die jetzt, wo die Polizei ein größeres Augenmerk auf die Drogenbanden hat, leider ein bisschen mehr machen kann, was sie wollen. Was uns nicht so ein gutes Gefühl gibt zum Freistehen. Willkommen auf dem schönen Platz hier und morgen gehen wir mal die Lagune erkunden. Seit 3 Tagen stehen wir hier im Cotopaxi Nationalpark auf einem kleinen Campingplatz auf 3800 Metern Höhe über Meer. Der Nationalpark liegt in den Anden von Ecuador, nicht weit entfernt von der Hauptstadt, nämlich Quito. Der Cotopaxi-Vulkan ist der zweithöchste Berg Ecuadors mit knapp 5900 Meter Höhe. Leider versteckt er sich ziemlich häufig in den Wolken und im Nebel, wie man hier offensichtlich sehen kann. Das Wetter kann extrem schnell ändern, von Wolkenfelder bis zum strahlenden Sonnenschein. Man braucht also etwas Glück, um den schneebedeckten Gipfel zu ersichten. Wir durften ihn bereits von Quito aus, von dem spektakulären Campingplatz, bestaunen, wollten das Ganze aber natürlich noch von ein bisschen näher erleben. Beim Reinfahren hatten wir Glück und der Gipfel hat sich schön frei gezeigt. Leider hat dann das Wetter etwas umgeschlagen, aber wir haben trotzdem das Beste daraus gemacht. Mit dem Fahrzeug kann man bis auf 4650 Meter hochfahren. Das haben wir gemacht, um auch das Fahrzeug zu testen auf Höhenfähigkeit. Und Whaley hat das bravourös gemeistert. War ein cooles Erlebnis, leider extrem kalt und neblig da oben, sodass wir relativ schnell wieder umgedreht sind. Gewandert sind wir dann stattdessen ein bisschen weiter unten, so auf 4000 Meter, wo wir besseres Wetter hatten und ja, eine coole, schöne Vegetation. Waren 3 tolle Tage im Cotopaxi Nationalpark, aber jetzt suchen wir uns einen Ort, wo wir hoffentlich nicht die ganze Zeit im Nebel stehen. Es dreht sich alles um Vulkane und Lagunen in Ecuador. Nach dem Cotopaxi sind wir weitergefahren zur Laguna Quilatoa, eine relativ bekannte Lagune in Ecuador und auch eine wunderschöne. Wir sind erneut auf 3900 Metern, haben dort einen coolen Freistellplatz gefunden mit Top-Aussicht auf das Dorf und die umliegenden Anden. Am Folgetag haben wir dann die Lagune umrundet mit 13 Kilometer und 700 Höhenmeter. Eigentlich gar nicht so weit, aber ich muss sagen, es war doch deutlich anstrengender als erwartet. Wahrscheinlich aufgrund der Höhe und der ziemlich heftigen Steigungen, zumindest zum Schluss.
Wir sind dann weitergefahren durch ein Canyon auf 3.500 Meter. Muss man zuerst mal erleben, war auf jeden Fall eine spektakuläre Fahrt. Und hier sind wir nun gelandet beim Vulkan Chimborazo. Dieser ist der höchste Punkt. Mit Whaley sind wir auf über 4.800 Meter hochgefahren und dann zu Fuß weiter bis auf etwas über 5.100 Meter hochgelaufen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, der Vulkan hat sich doch hier und da gezeigt und wir durften trotz eisig kaltem Wind ein tolles Panorama genießen. So schnell geht's und wir sind im Amazonasgebiet. Ja, Ecuador überrascht uns wirklich fast täglich mit seiner unglaublichen Vielfalt. Okay, es ist Amazonas Light, aber es ist im Amazonasgebiet. Auf einen mehrtägigen Dschungeltrip haben wir im Moment ehrlich gesagt nicht so Lust, dass uns doch eher Richtung Berge zieht. Aber hier in der Gegend rund um Puyo kann man doch einiges unternehmen und ein bisschen Amazonas-Feeling mitbekommen. Wir haben uns dazu entschieden, ein indigenes Dorf, eine kleine Kommune zu besichtigen mit rund 6 Familien und 30 Personen, die dort leben und sich extrem Mühe geben, ihre traditionelle Lebensweise aufrechtzuerhalten und diese auch an die Jungen weiterzugeben. Wir sind gemeinsam durch den Dschungel gelaufen, haben uns die verschiedenen Heilpflanzen, die sie dort verwenden, erklären lassen und das ein oder andere miterleben dürfen von der indigenen Kultur hier im Amazonas. Hat echt Spaß gemacht und ist unbedingt zu empfehlen. Vom Amazonasgebiet sind wir eine wunderschöne Strecke zurück in die Berge gefahren. Nachdem wir die topografische Karte etwas analysiert haben, haben wir uns für einen Weg entschieden, quer durch die Bergdörfer voller indigener Völker bis zu einer wunderschönen Lagune, der Lagune Osocoche. Dies war naturtechnisch und auch kulturell ein wirklich cooler Abstecher. Die Lagune wunderschön und ideal, um ein bisschen zu wandern. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben viele Stunden verbracht, um den See zu umrunden, auf Aussichtspunkte zu klettern und ja, einfach das Wochenende genossen. Von dort aus sind wir dann weiter zurück in die Zivilisation, in die Großstadt Cuenca. Für uns die einzige Stadt in Ecuador, die uns gefallen hat. Cuenca gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und hat ein wirklich wunderschönes historisches Zentrum.
Wir haben allerdings nicht nur das historische Zentrum besucht, sondern auch das Museum des Panama Huts, der übrigens aus Ecuador kommt und nicht aus Panama. War sehr spannend und lehrreich. Wir haben viel über die Sombreros erfahren, was wir bisher nicht wussten. Zum Beispiel, dass die auch ziemlich teuer sein können. Das teuerste Exemplar nämlich mit $6.000, ja, doch relativ heftig. Wie meistens wird es uns aber auch relativ schnell mal genug in einer Stadt und daher sind wir weitergefahren Richtung Grenze zu Peru. Stundenlang durch den Dschungel, hoch und runter in einer wunderschönen Landschaft, aber irgendwo gefühlt am Ende der Welt. Ein paar kleine Bergdörfer haben wir dort noch passiert, aber ansonsten war da außer spektakulärer Natur wirklich nichts zu sehen. Irgendwann haben wir dann die Grenze erreicht und relativ problemlos innerhalb einer Stunde die Grenze nach Peru überschritten. Wir waren insgesamt 7 Wochen in Ecuador, 2 davon in Galapagos und ich muss sagen, wir sind sehr positiv überrascht. Wir haben Ecuador in unser Herz geschlossen und ja, vielleicht kehren wir irgendwann nochmals zurück.